Unsere Lost Place Tour durch Europa führt uns nach Italien, genauer gesagt nach Südtirol. Hier am historischen Reschenpass begeben wir uns auf eine Reise in die Vergangenheit. An diesem strategischen Punkt errichtete Italien Ende der 1930er Jahre eine beeindruckende Verteidigungslinie, um sich vor einer möglichen Invasion Hitlers zu schützen. Der Bunker Nummer 20, auch bekannt als Etschquelle-Bunker, steht als Zeuge dieser turbulenten Zeit. Wir machen an diesem historischen Ort einen Zwischenstopp, um herauszufinden, was man von der einstigen Verteidigungslinie und dem Bunker heute noch sehen kann. Ah, guck mal. Ich habe schon was Verdächtiges entdeckt. Was denn? Ein Indiz. Genau vor uns. Das sieht verdächtig nach einer Bunkeranlage hier aus. Ja? Und wir stehen mitten drauf. Genau. Jetzt müssen wir nur noch einen Eingang finden. Ey, Sabrina! Anja ruft. Gehen wir mal gucken. Also jetzt habe ich was super krasses entdeckt, was ich in meinem Leben noch nicht gesehen habe, aber was richtig geil ist. Ehrlich, das ist, weiß ich nicht, da fehlen mir schon wieder die Worte. Guck dir mal bitte, oder guck dich einfach mal hier um. Irgendwo hier so. Ja, wir stehen halt mitten im Wald, ne? Ja. Und hier sieht so ein bisschen aus wie eine Festungsanlage. Also Ja. hier ist jede Menge Gestein. Aber guck dir das mal richtig an. Okay. Ach, krass. Ja. Glaubst es ja nicht, ey. Geil, ne? Ja, das kannst du aufmachen. Ja. Was ist das denn? Ja, das ist der Bunker dahinter. Das hätten wir gar nicht gesehen. Wenn wir jetzt da weiter oben gelaufen wären, hätten wir das nicht gesehen. Das ist der Bunker, getarnt als Fels im Prinzip. Jo. Richtig geil. Und Die hier haben da sie- so Spritzbeton Ja. vorgemacht. Und hier den Fels, also den Fels in Anführungsstrichen auch als mit Spritzbeton nachgestellt quasi. Das ist ja mal der absolute Und dann konntest Wahnsinn. du das beim Gefecht konntest du das quasi aufklappen. Und dahinter, komm mal hier. Und dahinter hast du quasi die Schießscharte gehabt. Mhm. Oder Ausguck einfach nur. Ich denke, dass das als Schießscharte hier genutzt wurde. Ja. Das heißt, So du ein bisschen konntest ähnlich das, aus wie die Bunker von der Maginot-Linie, ne? Das sieht gar nicht ähnlich aus. Ja, Also das das sieht- Schießscharte sieht halt immer so ein bisschen aus, ne? Schießscharte sieht überall gleich aus. Aber das hier habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Nee, das haben wir ist echt so noch nicht gesehen. Geil, ehrlich, das ist richtig cool. Richtig genial getan, ne? Ja. Also muss man wirklich mal so sagen. Früher sah es alles ja noch ein bisschen anders aus. Noch ein bisschen besser in Schuss, aber hier hast du halt einfach so eine Tür Oh, pass auf. aus Fels. Oh, Sabrina, Huh. bist du lebensmüde? Jahrzehntelang hat es gehalten, dann kam Sabrina. Ja, ehrlich. Ups, Das ist richtig geil, ey. richtig Das massiv. ist Ne? richtig cool konzipiert, ehrlich. Das haben- Perfekte Tarnung. Ja, wirklich, ne? Mach noch mal zu, dass das noch mal. Ja, ist schon ein bisschen kaputt gegangen, glaube ich. Aber Aber wenn genial. du so Ne? im Vorbeifahren oder im Vorbeigehen und nicht darauf achtest, erkennst Ja. du das, glaube ich, gar nicht. Ja. Und stell dir mal vor, im Winter, wenn hier noch richtig der Schnee liegt, ne, Ja. dann siehst du dementsprechend hier noch weniger von dem Ganzen. Ja. Richtig genial. Und wer weiß, wie das früher noch zusätzlich getarnt worden ist im Sommer. Ja. Vielleicht hatten sie da noch Moos oder so vielleicht genau. drauf. perfekt getarnt im Fels. Richtig super. Geil, ja. Und schau mal hier. War offenbar das gleiche gewesen, ne? Ja. Aber das muss damals noch krasser ausgesehen haben, ne? Glaube ich also auch. noch viel mehr getarnt, weil jetzt kannst du ja so erkennen, dass es halt so Spritzbeton ist und viel heller ist. Mhm. Aber ich glaube, damals konntest du das, glaube ich, fast gar nicht erkennen. Es geht ja auch hier schon kaputt, guck mal. Das aufmachen. Ja. Es blättert hier überall schon ab. Ja. Hab ein bisschen Angst, dass mir das entgegenkommt oder so. Erstaunlich, wie viele Jahrzehnte das jetzt Guck sich mal. so gehalten hat, ne? Hammer. Guckst du direkt in die Schießscharte rein. Ja. Die hatten sicher irgendeinen Mechanismus gehabt, wo die das öffnen konnten. Ja, muss ja eigentlich, ne? Sieht man zwar jetzt irgendwie nicht so, aber irgendwie, oder halt irgendjemand musste halt raus, musste das öffnen. Ja, das kann auch gut. Also ich denke eher, dass sie das geöffnet haben oder öffnen mussten, händisch.
dass hier irgendwie so ein Verschluss war oder irgendwas. Ja, damals war das auch noch anders konzipiert, sage ich jetzt mal. Ne? Guck mal, das ist jetzt krumm und schief, das hält einfach nicht mehr. Ne? Ja. Es geht schon fast automatisch auf. Und ich denke mal, damals war das alles komplett ineinander verschlossen. Du konntest, glaube ich, gar nicht erkennen, dass hier irgendwie... Also, aber es ist schon erstaunlich, dass es überhaupt nach all den vielen Jahrzehnten überhaupt noch so funktioniert. Ne? aber hast du sowas schon mal gesehen? Nee. Nee. Das ist so geil, ne? Geht doch nichts über leckeres Quellwasser. Und auf der anderen Seite genau das gleiche. Mit Blick ins Tal diesmal. Ja. Hier hätte man damals einen wunderschönen Ausblick gehabt. Ja, da waren die Bäume nicht mehr annähernd so hoch. Nee. Aber hier haben sie schon Stacheldraht vorgelegt. Oder vielleicht war es da. Obwohl, nee, kann ich mir nicht vorstellen, macht ja keinen Sinn. Dann geht ja die Tür noch nicht mehr zu. Ne? Jetzt guck mal bitte da hinten. Siehst du das? Ja. Da steht auch eine Tür offen. Und du erkennst überhaupt nicht, dass da eine Tür ist. Ja, das stimmt. Das ist komplett unsichtbar eigentlich von der Ferne. Also ich finde, der ist am besten getan von der Seite, ne? Ja, der ist richtig gut getan. Und guck mal, die Schießscharte dahinter, die sieht doch richtig gut aus. Ich frage mich echt, wo der Eingang hier ist, ne? Und noch mal ein bisschen heller. Geh noch mal ein bisschen ran, dass ihr es besser sehen könnt. Ja, also wirklich, das ist definitiv richtig gut getan. Mach einmal zu, Anja. Ja, ich denke, so kann man das sehr gut sehen. Also ich finde, das ist sehr, sehr gut getarnt. Sehr, sehr gut getarnt. Ja. Dahinter ist ein Fenster. Sieht man jetzt, glaube ich, nicht, weil es einfach zu dunkel da hinten ist. Keine Ahnung, ob es auch eine Schießscharte war oder ob es vielleicht ein Fluchttunnel war. Aktuell haben wir ja auch noch gar keinen Zugang in den Bunker entdeckt. Also wir schauen mal weiter. Gibt euch mal einfach diese traumhafte Aussicht hier. Ne? So schön. Richtig, richtig schön. Den kannst du besichtigen, Sabrina. Ja, Ja. das Museum. Da hängt ein Schild. MG-Stand. Pass Tatiane per mit 3 irgendwas, keine Ahnung was. Ach, krass. Guck mal, hier ist der Eingang gewesen. Auch komplett getarnt. Und leider zu. Ja, abgeschlossen. Schloss drin. Also total komisch. Witzig, ey. Wahnsinn, ey. Krass. So geil gemacht, ne? Jupp. Jetzt gebt euch das mal bitte. Das ist ein ganzer Geschützturm hier. Vollkommen aufs Tal gerichtet. Ja, das ist so krass, ne? Hat es einen Rundumblick gehabt Ja. und konnte es in allen Richtungen eigentlich schießen, ne? Ja. Das ist im Prinzip 1, 2, 3, 4, 5 Schießscharten dahinter. Und alles getarnt als Berg oder Gestein. Nach unserer Europareise unternahmen wir einen Ausflug in den Harz, um zu sehen, welche Überreste der ehemaligen innerdeutschen Grenze bei Sorge noch zu besichtigen sind. So, wenn wir jetzt gerade mal hier im Harz sind, haben wir uns mal dazu entschlossen, Teil von dem ehemaligen Grenzabschnitt uns anzuschauen. Also hier war ja auch die innerdeutsche Grenze, Osten, ne, Westen, weiß ja jeder die Geschichte. Und hier ist auf jeden Fall halt noch Teil von der Grenze, den man sich anschauen kann. Also wir befinden uns gerade auf dem Bereich der ehemaligen DDR. Ja, und das wollten wir uns auf jeden Fall auch noch mal anschauen, wenn wir gerade schon mal hier sind. Ne? Hier sieht man auch Schutzstreifen betreten und befahren verboten. Wobei ich glaube, jetzt wo wir schon gerade uns befinden, ich glaube kein normaler ostdeutscher Bürger, der nicht eventuell beim Militär für den Grenzschutz zuständig war, der wird hier überhaupt hingekommen sein, oder was meinst du? Nee, das glaube ich auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass es einfach so frei zugänglich war. Ich denke, dass es alles hier unten schon abgesichert worden ist. Also dass man da einfach gar nicht so ohne weiteres bis hier hingekommen wäre. Ich hätte mal eine Doku gesehen. Da hatten sie auch erzählt, dass gerade diese ganzen Orte, die sich an der Grenze befunden haben, die wurden ja auch hermetisch abgeriegelt. Die konnten noch nicht mal so einfach Besucher empfangen. Ne? Das musste auch geregelt werden und die brauchten Passierscheine, um überhaupt da reinfahren zu können. Das war alles schon
schon vor der Grenze wirklich gut abgeregelt worden. Also hier ist das Freilandmuseum. Hier ist so eine Übersicht. Hier befinden wir uns gerade. Ja, und da gucken wir mal, was wir jetzt hier alles noch so von damals uns anschauen können. Hier sieht man die Hundelaufanlage. Also extra wirklich ein Bereich, wo halt nur Hunde waren, die nochmal alles gesichert haben. Ne? Und hier über den Stachelzaun musst du auch erstmal drüber kommen. Ne? Sieht es nicht wirklich nach einem krassen Hindernis aus, sage ich jetzt mal so. Könnte man natürlich alles kaputt machen, drüber klettern, aber das war halt ein Teil von der Sicherungsanlage. Ne? Also was wir schon mal erwähnt hatten, so als Besucher kam es nach Sorge damals einfach gar nicht hin, weil das Ganze in so einem militärischen Sperrgebiet lag. Und der ganze Zaun war ja auch noch mal so ein Signalzaun. Ich habe mal eine Doku gesehen, ich glaube, wenn du in der Nähe von dem Zaun, glaube ich, damals kamst, ne, oder den berührt hast, ich glaube, da ging so dieses Signal. Die haben Signalzäune an, ne? gehabt, genau. Alles, was jetzt nicht so einsichtig war, waren auf jeden Fall mit Signalzäunen und ja, halt Stolperdrähten und Hundelaufanlagen und sowas alles halt, ne? Ja. Hier stinkt's drin. Das ist ganz cool und dich kann man fast gar nicht sehen dahinter. Nee, kann man mich nicht sehen. Nee. Das ist schon echt krass, muss ich echt sagen, wirklich. Schon echt krass gemacht. Ich sag mal so, 2 Leute haben hier wohl Platz gefunden, aber ja. Eine dritte Person wäre schon eng. Zwei Schießscharten gehabt im Prinzip, ne? Ja. Das ist eigentlich auch perfekt für meine Größe. Also ich hätte hier super stehen können und hätte hier super rausgucken können, ohne irgendwie auf so ein Kästchen drauf zu gehen oder so, oder so eine kleine Trittleiter. Das hätte echt super gepasst. Weil ich glaube wahrscheinlich, wenn ich jetzt irgendwie ein Gewehr gehabt hätte, dann wäre ich wahrscheinlich zu klein gewesen. Hier sieht man auch, 1952 wurde die 5 Kilometer Sperrzone eingerichtet und das Betreten war dann nur noch mit Passierschein möglich gewesen. 5 Kilometer um die Grenze herum. Und da gab es natürlich viele Ortschaften, die davon betroffen waren. Ne? Das ist auch super interessant. Da sieht man mal die einzelnen Beobachtungstürme bzw. Wachtürme, die damals in der DDR benutzt wurden. Oben sieht man Wachtürme, die Anfang der 60er Jahre genutzt wurden. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Turm von so einem Jäger. Und anschließend gab es dann diese runden Wachtürme, die aus Betonfertigteilen waren, aber die standen auf keinem festen Fundament und waren bei heftigem Wetter nicht begehbar. Also wahrscheinlich bestand da die Gefahr, dass sie eventuell umkippen. Und dann wurden diese Wachtürme gebaut, die direkt hier gerade hinter mir zu sehen sind. Nach diesem Grenzzaun würde ich mal vermuten, war das dann hier vermutlich die Grenze, also die richtige Grenze zu Westdeutschland, hier an der Stelle. Ich habe mal eine Doku gesehen, ich glaube, da hieß es, dass mindestens 140 Menschen ihr Leben verloren haben bei der Flucht. Also die versucht haben, aus dem Osten in den Westen zu fliehen, die halt hier, also nicht jetzt direkt hier, aber halt im Grenzgebiet ihr Leben verloren. Ne? Das ist echt eine richtig, richtig krasse Zahl. Einfach wirklich schlimm.